Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man eine wirklich leckere Aprikosenmarmelade macht. Meistens bekommt man nur relativ harte und noch unreife Früchte zu kaufen, die ihren vollen Geschmack noch nicht entwickeln konnten. Zum Glück können die Früchte aber noch nachreifen, sodass sich Geschmack und Süße noch bilden können. Am besten legt man sie auf ein Tablett, legt ein paar reife Bananen oder Tomaten dazu und deckt alles mit einem Papier ab. Man muss sich jetzt in Geduld fassen und ein paar Tage abwarten und immer wieder prüfen, ob die Früchte weicher werden. Die reifen Bananen geben Ethylen in die Luft ab, welches von den Aprikosen aufgenommen wird, und dadurch wird die Reifung beschleunigt. Ist das der Fall, wäscht man sie, schneidet sie auf, entfernt den Kern und schneidet sie in Stücke. Ich habe meinen Topf gleich auf eine Waage gestellt. Am Ende hatte ich 580 Gramm Frucht und ich werde die gleiche Menge Zucker dazugeben. Aprikosen enthalten sehr viel Säure, weswegen man Aprikosenkonfitüre immer im Verhältnis 1:1 kochen, also genauso viel Zucker wie Frucht nehmen sollte. Da ich aber auch noch ein Geliermittel dazugebe, fülle ich noch einen kleinen Teil des Zuckers in eine kleine Schüssel und dazu wird das Geliermittel gegeben. Bevor ich mit dem Kochen anfange, bereite ich mir auch schon meine Gläser vor. Sie werden in eine mit Wasser gefüllte Pfanne gesetzt und zusammen mit den Deckeln langsam aufgekocht. Obenauf kommt ein Deckel, der den Wasserdampf auffängt. Wasserdampf ist steril und so kann man sicher sein, dass Gläser und Deckel ebenfalls steril werden. Auch ist es gut, wenn man sich seine Kellen und Löffel schon bereitlegt sowie einen Trichter. Wenn die Marmelade fertig gekocht ist, muss sie möglichst heiß, also schnell abgefüllt werden und dann sollte man nicht anfangen müssen, diese Utensilien zusammenzusuchen. Jetzt geht es ans Kochen. Es braucht kein Wasser zu den Früchten gegeben zu werden. Am besten man verrührt die Früchte wie gezeigt mit dem Zucker und schon nach sehr kurzer Zeit saugt sich der Zucker mit dem Fruchtsaft voll und es entsteht ein Fruchtbrei. Wer will, kann die Früchte kurz pürieren, dann erhält man eine gleichmäßige, weniger stückige Marmelade. Die Fruchtmischung wird nun aufgekocht und muss einreduziert werden. Da es sich um eine relativ zähe Masse handelt, neigt sie dazu zu spritzen und deswegen muss sie eigentlich fast die ganze Zeit gerührt werden. Es ist ähnlich wie mit Lava. Die Masse ist von unten sehr heiß, die Hitze steigt nach oben und durch den Druck, der beim Aufsteigen entsteht, wird heiße Flüssigkeit nach oben getragen. Diese Spritzer sind natürlich unangenehm heiß und man kann das nur durch konstantes Rühren einigermaßen in den Griff bekommen. Außerdem verhindert das Rühren, dass die Marmelade ungleichmäßig erhitzt und womöglich anbrennt. Zwischendurch prüfe ich die Temperatur mit einem Thermometer. Die Masse kocht. Sie wird aber noch heißer werden, denn Zucker kann wesentlich heißer als 100 Grad werden und je mehr Feuchtigkeit verdampft ist, desto heißer wird das Kochgut. Inzwischen habe ich mir auch einen Handschuh übergestreift, der schützt die Haut vor Spritzern. Mittlerweile ist eine Temperatur von 101 Grad erreicht und ich gebe den restlichen Zucker mit dem Geliermittel dazu. Alles lasse ich wieder aufkochen und dann bei reduzierter Hitze noch so lange kochen, bis eine Temperatur von 102 Grad erreicht sein wird. Beim Messen mit dem Thermometer ist es übrigens wirklich wichtig, nicht am Topfboden zu messen, sondern immer unterhalb der Oberfläche, da sonst das Messergebnis verfälscht wird. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, wie die Konfitüre nun ihre Farbe verändert hat, hin zu einem tiefen orangenen Farbton und auch die Bläschen sind nicht mehr so wässrig und etwas schwerfälliger als zu Anfang. Da jetzt bald die gewünschten 103 Grad erreicht sein werden, kann ich meine Gläser zum Abfüllen bereitstellen. Sie haben lange genug gekocht und können aus dem Wasser genommen werden. Der Kochtopf kommt daneben und nun kann die Marmelade eingefüllt werden. Deckel drauf und dann wird er noch einmal fest nachgezogen.
Mit der Zeit bekommt man auch ein Gefühl dafür, wann die Marmelade genug gekocht hat. Bis es aber soweit ist, macht man sich das Leben viel, viel leichter, wenn man ein Thermometer benutzt. Hier ist noch ein kleiner Trick zum Abfüllen. Ich habe hier einen Haken, den ich an meinem Hängeschrank befestigt habe. Darin hänge ich den Griff meines Topfes ein und nun kann ich mit der freien Hand den Topf auskratzen und die Marmelade in das Glas gießen. Die Marmelade ist fertig und dem Genuss steht nun nichts mehr im Weg. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Es lohnt sich auf jeden Fall, seine Marmeladen und Konfitüren selber zu kochen. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!